Viele Deutsche, die auswandern, fragen sich, kann ich auch nach meinem Wegzug aus Deutschland einen Zweitwohnsitz in Deutschland behalten? Habe ich dadurch steuerliche oder andere Nachteile? Genau mit dieser Frage wollen wir uns in diesem Video einmal näher befassen. Viele, die auswandern, möchten am liebsten einen Zweitwohnsitz in Deutschland behalten. Da hat man dann eine Basis, wenn man zum Beispiel in den Ferien nach Deutschland zurückkehren möchte. Auch hat man natürlich dann einen Ort, wo man seine Sachen lassen kann. Auch ist es natürlich in gewisser Weise eine Versicherungspolice. Wenn es jetzt nicht im Ausland klappt, dann kann ich ja jederzeit an meinen Wohnsitz nach Deutschland zurückkehren. Leider ist es so, dass ein Wohnsitz in Deutschland dort die unbeschränkte Steuerpflicht auslöst. Im deutschen Steuerrecht gibt es nicht den Begriff eines Zweitwohnsitzes. Ein Wohnsitz ist ein Wohnsitz, wobei nicht jede Wohnung unbedingt ein Wohnsitz ist, aber ein Wohnsitz ist ein Wohnsitz. Daher die kurze Antwort ist: Wenn du ins Ausland umziehen willst und auswandern willst und vor allen Dingen dann, wenn du die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland aufgeben willst, darfst du keinen Wohnsitz mehr in Deutschland haben. Du musst Deutschland endgültig verlassen. Das muss deine Intention sein. Du musst eine Immobilie, die dir gehört, vermieten. Nicht über Airbnb, sondern langfristig vermieten. Du darfst zu der Wohnung keinen Zugang mehr haben. Wenn du in einem Mietsverhältnis wohnst, dann musst du dieses kündigen. Ansonsten ist das Risiko sehr groß. Ich würde sagen fast 100%, dass das Finanzamt in Deutschland dir hier einen Wohnsitz konstruiert. Wie gesagt, das Konzept des Zweitwohnsitzes gibt es in Deutschland nicht. Du bist dann weiterhin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Das heißt, steuerlich würde sich überhaupt nichts ändern. Du musst weiterhin deine weltweiten Einkünfte in Deutschland in einer Steuererklärung erklären und gegebenenfalls dort versteuern. Warum gegebenenfalls? Nun, der Teufel steckt natürlich im Detail. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Expat bist, also jemand, der von seinem Arbeitgeber entsandt wird, nehmen wir mal an, zum Beispiel nach Frankreich, und du sollst dort 3 Jahre in Frankreich arbeiten, dann wirst du höchstwahrscheinlich deinen deutschen Wohnsitz beibehalten. Vielleicht auch nicht, vielleicht vermietest du dein Haus oder deine Wohnung, während du in Frankreich bist, um hier ein bisschen Zusatzeinkommen zu generieren. Aber viele behalten ihren Wohnsitz dann bei. Die Konsequenz dessen ist, dass sie weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland bleiben. Sie müssen dann eine Steuererklärung weiterhin in Deutschland einreichen über ihre weltweiten Einkünfte. Aber, und jetzt kommt es, da natürlich Deutschland und Frankreich ein Doppelbesteuerungsabkommen haben und in diesem DBA ist geregelt, dass jemand, der in Frankreich fest angestellt ist und in Frankreich arbeitet, die Vergütung dafür in Frankreich versteuern muss, sind diese Einkünfte dann nicht mehr in Deutschland besteuert. Du musst sie zwar in der Steuererklärung angeben, als ausländische Einkünfte unter Angabe der in Frankreich bezahlten Steuer. In Deutschland wird aber dann keine Steuer mehr darauf fällig. Trotzdem bleibst du in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, musst dort eine Steuererklärung einreichen. Aber wie gesagt, das Doppelbesteuerungsabkommen regelt dann, wo du die Steuern zu bezahlen hast. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass es dann bei manchen Einkommensarten ziemlich haarig werden kann. Vielfach sind zum Beispiel hier Kapitalerträge ein gewisses steuerliches Risiko. Werden diese nun in Frankreich, in meinem Beispiel, besteuert oder in Deutschland? Nun, hier ist die bisherige Regel so, dass eben gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen festgestellt wird, wo sich dann der Lebensmittelpunkt befindet. Wenn man also einen Wohnsitz in beiden Ländern hat, Frankreich und Deutschland, dann ergibt sich die Steuerpflicht für solche Einkünfte wie die Kapitaleinnahmen aus dem Lebensmittelpunkt. Ziehe ich also mit meiner Familie zum Beispiel nach Frankreich um und wir leben dort und wir halten es dort auf, die Kinder gehen dort in die Schule, ich arbeite dort, der Lebensmittelpunkt ist also wirklich in Frankreich, dann sind zum Beispiel auch die Kapitalerträge nach bestehender Lesart dort zu versteuern. Aber das Bundesfinanzministerium hat vor kurzem hier ein Schreiben veröffentlicht,
wo diese Behandlung von genau solchen Einkünften in Frage gestellt wird. Dort wird nämlich in Frage gestellt, ob der Lebensmittelpunkt wirklich in Frankreich ist in diesem Zusammenhang. Ist nicht möglicherweise auch ein Lebensmittelpunkt in Deutschland gegeben? Nach Argumentation des BMF ist das so. Wenn da zum Beispiel weiterhin zu Hause Deutsch gesprochen wird, wenn die Familie ganz klar plant, nach Deutschland zurückzukehren, dann sei weiterhin davon auszugehen, dass der Lebensmittelpunkt in Deutschland ist. Insofern wären dann solche Kapitalerträge in Deutschland zu versteuern. Die Franzosen sehen es anders, werden die auch besteuern. Das heißt, hier hat man dann möglicherweise eine doppelte Besteuerung. Nun, dieses Schreiben vom Bundesfinanzministerium ist relativ neu, kam im Frühling 2024 raus und die Proteste allerseits gerade bei großen Arbeitgebern war natürlich groß, weil das Ganze die Entsendung möglicherweise schwierig oder unattraktiv macht und Arbeitgeber sind ja darauf angewiesen, dass sie bestimmte Mitarbeiter entsenden können. Hier ist sicherlich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber wie gesagt, diese Regelung ist natürlich nur relevant, wenn du eben eine relativ einfache Einkommensstruktur und Situation hast, wie in meinem Beispiel eben der genannte Entsandte. Wenn du Deutschland verlassen möchtest, um tatsächlich hier vom steuergünstigen Ausland profitieren zu können, dann musst du unbedingt deinen deutschen Wohnsitz aufgeben, denn wie gesagt, die Gefahr ist ziemlich groß, dass dann hier das Finanzamt diese Wohnung, die du in Deutschland hast, selbst wenn du nie in Deutschland bist, einfach die Tatsache, dass du dort eine Wohnung hast, die du nutzen kannst, als Wohnsitz interpretiert und dich dann dort steuerlich voll veranlagt. Das ist eine heilige Kuh, das ist ein rotes Tuch für das Finanzamt. Wie gesagt, in Deutschland ist die 183-Tage-Regelung, was man vielleicht aus anderen Ländern kennt, nicht so wichtig. Hier reicht es, wenn du einen Wohnsitz hast. Und die sind sehr schnell dabei hier, wenn es darum geht, einen Wohnsitz zu fingieren oder dir zu konstruieren. Ich kann mich an ein Beispiel erinnern, wo ein Mandant eine Jagdhütte hatte, ohne fließend Wasser und Strom und das Finanzamt sagte, es sei ein Wohnsitz. Man kennt auch alle möglichen Beispiele von Prominenten, denen hier ein möglicher Wohnsitz in Deutschland zum Verhängnis geworden ist. Bekanntestes Beispiel sicherlich Boris Becker, aber vor relativ kurzer Zeit, Ende 2023, hat es zum Beispiel die österreichische Autorin Elfriede Jelinek erwischt, Nobelpreisträgerin und Österreicherin. Sie wohnt in Österreich, hat aber in Deutschland eine Art Ferienwohnung in München. Irgendjemand muss sie hier verpfiffen haben, denn dort ist sozusagen eine Hundertschaft der Polizei angerückt und hat ihre Wohnung in München durchsucht und man warf ihr dann vor, dass sie eine Steuerhinterzieherin ist und sie müsse nun das Preisgeld, das sie für den Nobelpreis erhalten hat, in Deutschland nachversteuern. Das Ganze ging dann aus wie das Hornberger Schießen. Natürlich, da ist nicht viel bei rausgekommen, weil sie eben zeigen konnte, dass es tatsächlich eine Ferienwohnung ist, die sie nur gelegentlich nutzt. So, und das ist jetzt im Grunde genommen hier ein weiterer interessanter Aspekt. Also, ich habe vorhin schon gesagt, nicht jede Wohnung ist ein Wohnsitz. Aber das Risiko ist sehr groß, dass das Finanzamt diese Wohnung als Wohnsitz interpretiert, selbst wenn du sagst, es ist nur eine Ferienwohnung. Selbst wenn du zeigen kannst, ich nutze diese Wohnung nur einmal pro Jahr für 3 Wochen, um dort meinen Deutschlandurlaub zu verbringen. Das Risiko ist sehr groß, dass das Finanzamt sagt, das ist keine Ferienwohnung, sondern ein auf dauerhafte Nutzung ausgelegter Wohnsitz und du bist hier unbeschränkt steuerpflichtig. Das Finanzamt wird dann die Steuer veranschlagen und du darfst möglicherweise gleich bezahlen. Dann kannst du natürlich hier dir vor Gericht dein Recht dann holen und wirst möglicherweise auch gewinnen. Also es gibt Gerichtsurteile, davon hatte ich in einem anderen Video schon einige zitiert, wo tatsächlich dann Betroffene zeigen konnten, das ist nur eine Ferienwohnung. Und nach einem mehrjährigen Gerichtsverfahren, das sehr teuer war und nervenaufreibend war und die Steuer musste man sowieso schon im Vorfeld bezahlen, hat man dann Recht bekommen. Aber das willst du ja nicht. Ja, also es ist nicht unbedingt so, dass jetzt hier eine Ferienwohnung zum Beispiel einen steuerlichen Wohnsitz auslöst, aber das Finanzamt wird es darauf ankommen lassen und du musst dann, wie gesagt, klagen und das wollen die meisten natürlich nicht. Das heißt, um einen solchen Ärger zu vermeiden, ist es tatsächlich am besten, keine Ferienwohnung, keine Wohnung, keinen Wohnsitz in Deutschland zu haben, wenn du auswandern willst. Wie gesagt, wenn du Eigentum hast, dann kannst du es vermieten. Einen Mietvertrag müsstest du aufgeben. Nur so kannst du tatsächlich meiner Erfahrung nach Ärger
vermeiden. Jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, momentan ist es nicht so einfach, Immobilien in Deutschland zu verkaufen. Ich möchte aber jetzt auswandern. Ist es ein Problem, wenn ich dann noch diese leerstehende Wohnung in Deutschland habe? Wird mir daraus dann ein Wohnsitz konstruiert? Nun, wenn die Wohnung leergeräumt ist, das heißt, du hast deine Möbel, du hast deine Sachen aus der Wohnung ausgeräumt und du kannst nachweisen, dass du hier einen Immobilienmakler damit beauftragt hast, einen Käufer für deine Immobilie zu finden, nein, dann ist das natürlich kein Wohnsitz, denn man kann in einer solchen Wohnung nicht wohnen. Ja. Da solltest du dann Nachweise machen, du solltest Bilder machen von der leeren Wohnung, du solltest natürlich die Daten, wann du den Immobilienmakler beauftragt hast, sich um den Verkauf zu kümmern, die liegen dir ohnehin vor. Das kannst du dann notfalls einreichen beim Finanzamt. Viele werden natürlich nun fragen, was ist mit einer Meldeadresse? Wenn ich zum Beispiel eine Meldeadresse bei den Eltern, bei Verwandten oder bei Freunden habe, ist das ebenfalls ein Wohnsitz? Nun, hier besteht relativ viel Konfusion. Tatsächlich ist es so, dass die polizeiliche Anmeldung im Sinne des Melderechtes steuerrechtlich eigentlich kein verlässlicher Indiz ist. Also nur weil du irgendwo angemeldet bist, heißt das nicht, dass du in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bist. Das heißt, wenn du aus irgendeinem Grund eine Meldeadresse bei deinen Eltern oder sonst wo hast, dann ist das eigentlich steuerlich gesehen nicht sehr riskant. Aber ich sage mal, es kann in einer Reihe von Indizien natürlich aussagekräftig sein. Vermutet das Finanzamt ohnehin, dass du weiterhin in Deutschland wohnst, dass du also nicht wirklich im Ausland bist, weiterhin in Deutschland Steuern bezahlen musst und dann bist du auch noch angemeldet, dann kann natürlich diese Anmeldung hier für dich fatal sein, aber als einzelnes Merkmal ist sie eigentlich nicht problematisch, wobei man natürlich sagen muss, dass du nicht angemeldet sein solltest in Deutschland, wenn du dort nicht wirklich wohnst. Denn das Melderecht ist ja hier relativ klar. Wenn du diesen Wohnsitz aufgibst, dann musst du dich abmelden, ganz klar. Also was wäre der Sinn, diese Anmeldung noch weiter aufrecht zu erhalten? Es gibt keinen, ja. Aber wie gesagt, die Anmeldung an sich ist steuerlich gesehen nicht relevant. Also eine Meldeadresse ist kein Wohnsitz, ja, ganz klar. Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland endet, wenn du deinen Wohnsitz aufgibst und Deutschland verlassen hast. Das heißt, Deutschland danach nicht mehr Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist. Erst dann endet die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Das kann am Ende eines Jahres sein, das kann auch unterjährig sein, spielt keine Rolle. Mit dem Zeitpunkt, wo du den Wohnsitz aufgegeben hast und wo du ins Ausland abgereist bist, endet die unbeschränkte Steuerpflicht. Ab dann bist du in Deutschland nur noch beschränkt steuerpflichtig, musst also noch Steuern bezahlen, wie zum Beispiel für deutsche Mieteinnahmen oder ähnliche Einkünfte. Also, summa summarum, verabschiede dich von dem Thema Zweitwohnsitz, wenn du in Deutschland die Steuerpflicht aufgeben willst. Wenn du einfach nur im Ausland dich aufhalten willst als Dauerurlaubender und es dir egal ist, ob du weiterhin in Deutschland steuerpflichtig bist, solche Fälle gibt es, dann kannst du natürlich auch die Wohnung behalten. Das ist dann völlig ungefährlich. Du musst natürlich immer darauf achten, dass du dann nicht in einem anderen Land ebenfalls unbeschränkt steuerpflichtig wirst, weil du dich zum Beispiel zu lange dort aufhältst, weil dann kann es relativ schnell kompliziert werden. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wenn du planst auszuwandern und du hast ja alle möglichen steuerlichen und rechtlichen Fragen zur Abmeldung, zur steuerlichen Planung, wenn du Deutschland verlassen hast, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast zu optimieren, ihren Plan B im Ausland zu implementieren, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu schützen. Und ich würde mich sehr freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.